Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, der Hanrizzle hatte gestern in seinem Video das Thema aufgemacht, wo ist eigentlich denn der Dorzer? Ja, das ist natürlich eine Frage, vor allen Dingen, wo und wer ist überhaupt der Dorzer? Ja, die stellen sich einige, denn ja, vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen. Ich denke mal, die Leute, die schon alle Sammelalbum-Einträge schon seit langem erfüllt haben, denen wird das gar nicht aufgefallen sein. Aber ja, wenn man das ja, die Dauerschleife der Idole besiegt hat, wo ich ja der momentane Endboss drinne bin, dann wird dem wachsamen Auge aufgefallen sein, dass ich bei den Idolen gar nicht vorhanden bin. Ja, das ist die Thematik, die ist schon ein bisschen länger tatsächlich da, also dieser Bug, sag ich mal, der existiert schon ein bisschen länger, obwohl ich mich fragen muss, wonach. Also wenn man jetzt das Ganze auf die Informatiker-Technikschiene runterbrechen würde, ja, hat das irgendwas mit, ja, weiß ich nicht, mit geraden, ungeraden Zahlen zu tun? Ich habe keine Ahnung. Oder bis zum 20. Gegner ist das berechnet und bis zum 21. da fehlt dann einfach das Bild, wurde schlechtweg einfach vergessen. Warum bin ich ausgerechnet hier an der Stelle nicht im Sammelalbum enthalten? Ja, und die Frage habe ich mir auch schon länger gestellt gehabt. Es gibt auch schon Lösungsansätze dafür. Die hatte der Hanrizzle hier gestern in seinem Video auch gezeigt. Ich glaube, fast zum Schluss nachher irgendwie. Ja, da sieht man es ganz schemenhaft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video sieht. Auf jeden Fall ist die Thematik schon länger. Hier ging das vom 10.05. aus. Oder? Nee. Oder noch länger? Ich weiß nicht, auf jeden Fall geht das jetzt schon über einen Monat so, ich weiß nicht, seit dem letzten Update, wo, ja, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall schon, glaube ich, ein Monat her oder über einen Monat, dass mein Charakterbild hier fehlt und ich hätte tatsächlich schon längst gedacht, dass das Ganze behoben worden ist es aber noch nicht. Soll es dann soweit sein mit dem nächsten, ja, mit dem folgenden Update dann, sodass ich hier dann quasi auch wieder ja, im Sammelalbum vertreten bin und nicht als Monster Name 630 hier noch weiter mein Unwesen treiben muss. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Wie gesagt, ich würde es mal wirklich gerne wissen, woran das liegen könnte, dass 20 Gegner hier, ja, ich sag mal, positiv, also ja, erfolgreich übertragen worden sind und ja, der 21. dann halt eben, da hat es gescheitert. Naja, auf jeden Fall, so lange bin ich noch Monster Name 630, ja, auch genannt die unsichtbare Bedrohung. Ja, das kann man auch sehr gut herleiten auf jeden Fall, denn da, wo nichts ist, kann auch nichts sein oder nichts werden. Genau, ja, das ist so mal ein ganz lustiger Side-Fact auf jeden Fall, den da der Hanrizzle gestern ja, gezeigt hatte und hatte mich daran erinnert gehabt, okay, gut, ich hätte gedacht, dass das Ganze schon gefixt worden wäre, weil, wie gesagt, die Thematik ist schon ein bisschen länger auf jeden Fall da, aber gut, soll mich jetzt persönlich auch nicht weiter stören, denn ja, ich bin so oder so schon auf jeden Fall dankbar genug, dass ich überhaupt da in der Dauerschleife der Idole einen Platz finden darf, ne? Ja, und wer weiß, vielleicht kommen ja in Zukunft da noch irgendwann mal neue Gegner, ne? Ich denke mal, das wird definitiv in Zukunft auch irgendwann bald passieren, ne? Dann sind wir nicht mehr der Endboss, aber solange genieße ich da natürlich noch dahingehend so ein bisschen meine Position als absoluter Endboss der Dauerschleife, ne? Ja, zum Balancing muss man da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also die Magier in den Dungeon, die sind ja wirklich, muss man mal so sagen, wirklich unterste Kanone, ne? Also ja, die Dauerschleife ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es jetzt der härteste Dungeon ist, beziehungsweise die Magier da drinnen machen es besonders einfach, denn wenn man da gegen Krieger oder sowas zum Beispiel spielt, ja, die sind dann meistens der Hardcore-Blocker in dem Dungeon, obwohl es ja heutzutage eigentlich andersrum ist, dass ja hauptsächlich die Magier die Blocker sind später im Late Game, sodass du an denen kaum irgendwie vorbeikommst, so, ne? Aber in der Dauerschleife, aufgrund des Balancing, ist es halt eben so, dass ja, die Magier relativ leicht aus dem Weg zu räumen sind
weil die von den ja, Stat-Punkten her einfach extrem viel Schaden machen. Ja, also die hauen dich One-Hit weg, so, ich weiß nicht, habe ich noch irgendwo, na, hier habe ich auch nicht mehr Dauerschleife offen, ne? Da habe ich auch schon alles erledigt, ne? Ja, also die hauen dich One-Hit weg, so, ne? Ist kein Problem, kein Thema. Aber äh, ja, die halten halt auch einfach überhaupt gar nichts aus, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Also die sind halt meistens selbst auch One-Hit und deswegen die Magier. Ich hatte mich ja damals auch für einen Magier entschieden gehabt. Also ich hatte überlegt gehabt, ob ich halt einen Krieger, ja, ich meine gut, hier habe ich noch gar keine Chance, ob ich einen Krieger nehmen soll irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube damals hatte ich noch nicht mal ein Battle Mage gespielt. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Oder ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Doch, könnte sein, dass er schon Battle Mage war, aber ich weiß nicht, ob man sich einen Battle Mage hätte aussuchen können zu dem damaligen Zeitpunkt in dem Dungeon. Ich glaube, heute gibt es ja auch Dämonenjäger in dem Dungeon schon. Ne? Also, ja, doch, hätte man das wahrscheinlich schon machen können. Aber ich hatte mich ja für meinen OG-Magier entschieden gehabt, weil der halt einfach, ja, so am meisten auf jeden Fall thematisch natürlich gepasst hat, weil mein Main ist ja auch mein Magier und ja, die Waffe konnte ich mir damals halt eben auch aussuchen und deswegen kämpfe ich halt in der Dauerschleife mit der goldenen Krücke. Hat eigentlich nur den Grund gehabt, damals gab es noch keine Legendary Items, deswegen ja, habe ich da keine von den Waffen genommen. Beziehungsweise hätte ich mich damit auch nicht so gut identifizieren können. Im Raum stand halt noch entweder so der Flasher, ne? Den fand ich auch sehr cool, aber dadurch, dass man damals auch keine Epics in andere Epics, ja, umtauschen konnte, beziehungsweise halt ja, umtauschen im Sinne von umwandeln, also dass man die halt eben transmoggen kann, also das Aussehen ändern kann. Das ging halt damals nicht und zu der damaligen Zeit hatte ich für einen sehr, sehr langen Spielabschnitt halt eben die goldene Krücke gehabt. Die hatte mich sehr lange und sehr häufig und immer wiederkehrend auch häufig begleitet gehabt als Epic-Waffe, die mir halt zufällig ja, so in den Kram gepasst hatte. Deswegen hatte ich mich dann auch für die entschieden, weil die halt eben auch einen Großteil meiner Vergangenheit dahingehend dann eben auch ausgemacht hatte. Und ab und zu überlege ich heutzutage noch immer, die goldene Krücke mal zu aktivieren. Einfach wegen des OG-Faktors her. Ne? Aber die Legendary Items, die feiere ich heutzutage auch sehr, muss ich sagen. Deswegen momentan bin ich dann doch lieber eher auf den Leggy-Items dann unterwegs, weil die halt auch einfach ja, muss man einfach so sagen, meistens mit die coolste Kampfanimation haben. Ne? Also wenn man zum Beispiel die Kunigunde jetzt hier mit ihrem Bogen begutachtet mal, ne, das ist schon sehr geil, auf jeden Fall. Die Animation mit der Katze, vor allem auch das Geräusch dazu. Ne? Dann jetzt hier mit der aktuell neuesten Magier-Waffe, die es gibt, ne, die halt hier auch so unterschiedliche Animationen am Gegner halt eben verursacht, wenn da halt eben der Schaden trifft. Ne? Deswegen, das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und ja, aber wegen des OG-Faktors hatte ich mich halt damals eben für die goldene Krücke ja, entschieden gehabt. Ne? Ja, Freunde, mal so ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Ne? Fand ich auf jeden Fall aber mal ganz witzig zu sehen, dass da der Handrizzle das auch das Ganze im Auge hat. Wie gesagt, ich denke mal, die meisten von euch werden da gar nicht drauf aufmerksam geworden sein, aber ich denke mal, das wird dann so der Name sein, unter dem ich dann dort abgespeichert bin, ne? In den Daten, sag ich mal, von Shakes and Fidget irgendwie, unter Monstername 630, alias Dorza, ja, deswegen, ja, wird das hier wahrscheinlich, ja, Monster Name 629 sein, ne? 28, 27, 26. Könnte so sein, wer weiß, keine Ahnung, wie da so die Auflistung ist. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, wie da auch die Reihenfolge entstehen konnte, so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es auch mal ganz interessant, sich mal abseits auch von dem ganzen Kram, mit dem man sich so beschäftigt, einfach mal wieder so durch das alte Sammelalbum zu blättern, weil die ganzen Gegner ja auch optisch überarbeitet worden sind. Und klar, so für alle neuen Spieler ist das selbstverständlich, wie diese ganzen Monster aussehen. Aber für die schon ein bisschen länger am Start sind, da ist das halt eben nicht so der Fall. Denn ja, die sahen in der Vergangenheit nicht ganz so detailliert, beziehungsweise auch so hochauflösend
aus, wie sie es jetzt tun. Da wurden halt alle optisch nochmal wirklich komplett von null auf neu überarbeitet und das gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Und dem schenkt man auch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Man hat sich so diese ganzen Monster immer abgespeichert, abgesaved, so, ne, generell so, ja, das ganze Sammelalbum, das geht man halt so durch und schenkt dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit, ne, weil man halt so schnell wie möglich damit fertig werden will. Aber ja, im Prinzip ist es ja, haben, denke ich mal, viele unter uns auch so einen Sammelwahn, die Shakes and Fidget spielen, beziehungsweise halt auch das Sammelalbum perfekt voll machen wollen. Und deswegen, ja, ist das gar nicht mal so verkehrt, da mal wieder reinzuschauen und dem Ganzen mal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken vielleicht, ne? Ja, jetzt vielleicht nicht so unbedingt bei den Items, weil die sieht man doch dann noch vielleicht hier und da ein bisschen öfter mal. Aber so gerade bei den Monstern irgendwie, ja, ist das schon recht sehenswert, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, Freunde, ich denke mal, das war es jetzt mal soweit für das heutige Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Auf dem Battlemage sehe ich gerade auch, sind wir hier bald bei der 50-50 wieder angekommen. Dann werde ich wieder ein bisschen mehr auf Stärke auf jeden Fall skillen. Und ja, wir hören und sehen uns das nächste Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.